Servus, herzliches Grüß Gott und Hallo zusammen. Herzlich willkommen auf dem Leitenberger Kanal. Mein Name ist Helmut Ramp, ich bin Vertriebsleiter der Autotestgeräte Leitenberger GmbH. Wir wollen uns heute einem speziellen, aber sehr wichtigen Thema widmen. Wir zeigen heute live Spezialmessgeräte von Leitenberger zur Bestimmung von Kraftstoffen. Jede Werkstatt kennt dieses Thema. Kundenfahrzeug hat ein Problem mit dem Kraftstoffsystem. Der Motor springt nicht an, hoher Spritverbrauch, Abgaswerte sind nicht plausibel und so weiter und so weiter. Ihr habt schon den Kraftstoffniederdruck gemessen, alles ist in Ordnung. Die Niederdruckkraftstoffpumpe, Injektoren sind auch schon geprüft, gegebenenfalls erneuert und so weiter und so weiter. Der Motor macht immer noch nicht, was er eigentlich sollte. Was wir noch nicht wissen, was haben wir überhaupt im Kraftstoffsystem? Hat das Kraftstoffsystem eine Chance zu funktionieren? Kraftstoffe sind teuer, die Fahrer und Flottenbetreiber werden oft sehr kreativ. Und zum Schluss heißt es dann, niemand war's, it was not me. Die allermeisten Fahrzeuge haben keinerlei Onboard-Diagnose für den getankten Kraftstoff. Das heißt, die Werkstatt weiß nichts über den getankten Kraftstoff. Wurde der richtige Kraftstoff getankt? Hat der getankte Kraftstoff die richtige Qualität? Herzlichen Glückwunsch! Das Ratespiel ist eröffnet. Klar kann man an einer Spritprobe riechen. Man kann eine Kraftstoffprobe anzünden. Das fällt alles unter die Rubrik Jugend forscht und ist gefährlich. Bitte nicht nachmachen. Und jetzt im Ernst. Man kann eine Kraftstoffprobe auch in ein Labor schicken. Man bekommt hier mehr chemische und physikalische Werte, als einem lieb ist. Der Spaß kostet eine Stange Geld und dauert Tage bis Wochen. Und der Kunde möchte sein Fahrzeug irgendwann wieder. Wir zeigen hier Messgeräte, die in kürzester Zeit zu einem belastbaren Ergebnis führen. Fazit: Abtanken oder weiter in der Diagnose. Wir haben hier das Leitenberger dichte Messgerät, mit welchem wir die gängigen Kraftstoffarten bestimmen können. Von Ethanol über Ottokraftstoff bis Diesel. Rasch und unkompliziert. Wir haben hier ein spezielles Kit zur Prüfung von Dieselkraftstoff. Dieses Kit besteht aus dem bereits gezeigten Dichtemessgerät und einem Gerät, welches sehr geringe Mengen Benzin oder Ethanol detektiert. Dieses Leitenberger Messgerät zeigt kleinste Verunreinigungen an, die im Dieselkraftstoff nach DIN 590 nichts zu suchen haben. Meine lieben Laborkollegen haben uns Proben vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wir werden es aber herausfinden. Wir haben hier eine Kraftstoffprobe, ca. 500 Milliliter. Wir führen jetzt vorsichtig das Messgerät DMP02 ein. Vorsicht, nicht fallen lassen, und das Ganze sollte am besten schweben und in der Mitte der Probe sein. Und wir haben jetzt sehr schnell 1,4 und 1,4 ist das Messergebnis und es ist Ottokraftstoff nach EN 228. So, wir haben hier die unbekannte Kraftstoffprobe, sehr genau 100 Milliliter. Wir haben hier gefärbtes Wasser, knapp 400, und es kommt jetzt beides in das Messgerät EMK01 mit einer Skala von 0 bis 100%. Das heißt, das ist die Anzeige in Prozent Ethanol. Wir bringen jetzt als erstes die Kraftstoffprobe in das Messgerät. Als nächstes das gefärbte Wasser. Und wir füllen jetzt knapp bis zur 100% Linie auf und schauen danach, was passiert. Also ihr seht jetzt, es gibt eine Trennung bereits jetzt. So, wir messen hier 9% Ethanol. Wir schauen mal, was das ist. Das E10 von der Tankstelle, wie es ausschaut. Das heißt, das ist im Bereich der Toleranz hier. Hier haben wir 0% Ethanol. Auch die Farbe deutet auf eigentlich keinen automotiven Kraftstoff hin. Das heißt, es sieht nach Diesel aus. Jawohl. Das ist Heizöl.
Probe 3 messen wir 15% Ethanol, das heißt, es ist keine Kraftstoffprobe von der Tankstelle, das heißt, es ist irgendwas oder aus einem anderen Land. Wir sehen schon E14, sehr gut. Und wir sehen hier keine Trennungslinien, das heißt, wir haben 100% Ethanol. Das ist ein E100 Kraftstoff und bingo. Das heißt, wir haben in kürzester Zeit im Prinzip die Proben identifiziert, was sein kann oder nicht sein kann. Und somit haben wir relativ schnell ein Ergebnis. Freunde, das war's für heute. Mal wieder tolle und innovative Messgeräte aus dem Hause Leitenberger. Auch diese Produkte wurden in Deutschland entwickelt und von Leitenberger in Deutschland gefertigt. Alles mit Prüfsiegel Made in Germany. Sie können uns gerne jederzeit virtuell auf unserer Homepage besuchen. Das Leitenberger Team und ich wünschen euch eine gute und erfolgreiche Arbeitswoche. Und wie immer, stets eine hohe Arbeitsqualität anstreben. Freunde, und nicht vergessen, macht's gut und bis bald, wenn es wieder heißt, Neues von Leitenberger. Servus.